Hallo allerseits, ich bin heute auf der Press Preview der Spielwarenmesse und ich bin hier am Stand von Augmented Robotics beim Tone Nitschke. Die haben einiges an Augmented Reality Apps entwickelt und haben sich jetzt auch Gedanken gemacht, wie man das mit den Spielzeugen kombinieren kann. Genau, und das würde ich Ihnen gerne zeigen. Also wir sind ein Softwareunternehmen aus Berlin. Bei uns geht es immer darum, die realen Spielzeuge, also das ist quasi das reale Spielzeug, als Protagonist in virtuellen Spielen zu integrieren. Und das ist jetzt mal ein ganz einfaches Spiel mit kleinen Diecast-Fahrzeugen, in dem es darum geht, Zombies platt zu fahren. Ja? Das heißt, ich muss jetzt da hinten sehen, wo die Zombies langfahren. Ich kann jetzt aber natürlich auch zum Beispiel mir so ein Haus hier nehmen und dann im Prinzip mein Auto hier rein crashen. Und man sieht schon, okay, das reale Spielzeug ist jetzt sozusagen mein Spielercharakter in diesem virtuellen Spiel. Zack. Das heißt, ich stupse den einfach bloß an, genau, ist wie ein normales Spielauto und habe aber dann meine virtuelle Welt, in der dann irgendwas passiert. Und die virtuelle Welt muss ich dann vorher einloggen und speichern und aufnehmen, damit er das mal sieht. Oder wie läuft das dann als Training? Genau, also wir haben schon ein Level vorbereitet für die Spieler. Und ich kann dann im Grunde genommen bis zu 30 Level spielen. Und wir planen, dass es dann in Zukunft auch noch einen Level-Editor gibt, in dem die Kinder sich die Level dann selbst zusammenstecken können. Ja, und das ist quasi eins von unseren Produkten mit kleinen Spielzeugautos. Funktioniert mit allen Spielzeugautos, auch wenn die jetzt schon alt sind oder ganz, ganz neu. Das würde auch am Boden auf der Straße gehen? Ja, oder jetzt nur mit überall. diesem Teppich, der hier speziell vorbereitet ist? Nee, das geht wirklich überall. Also diesen Teppich, den haben wir jetzt einfach nur als Deko quasi für den Stand genommen. Das heißt, wenn ich es runtersetze und dann sage, ich nehme das jetzt als Umgebung, dann lernt er das einmal ein. Genau, wollen wir es mal machen? Das wäre gut. Ja. Ich mache einmal Reset AR. Ich kann jetzt hier unten quasi meine Fläche scannen und das Ganze jetzt auch hier unten positionieren. Ich setze noch einmal kurz das Level auf 0, dass wir hier wieder Zombies haben. Und das funktioniert genauso. Also ich kann jetzt hier quasi mein Auto, mein Level vor mir und kann jetzt hier mir zum Beispiel das Zombie mal schnappen. Zack, habe ich ihn gekriegt. Und ja, das funktioniert wirklich überall. Das kann auch im Kinderzimmer auf dem Teppich sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude umfahre, dann gibt es Minuspunkte, dann habe ich irgendwie verloren und ich muss halt möglichst viele Punkte sammeln, wie das bei den üblichen Jump-and-Run-Spielen ist, aber eben nicht komplett virtuell, sondern wirklich mechanisch mit Spielen am Boden und mit ein bisschen tatsächlich auch Action. Genau. Und das Ganze, wenn ich jetzt was Selbstfahrendes hätte, da haben Sie auch Applikationen, haben Sie mir vorhin schon verraten. Es gibt dann auch noch eine Variante mit Motor. Können wir uns die auch anschauen? Das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ja, gerne. Das ist jetzt hier ein Smartphone, das einfach an eine Halterung von einem Controller angebracht ist. Genau. Ist das so ein Standard-Spiele-Controller oder was ist das jetzt? Das ist PlayStation oder was ist das? Nö, das ist einfach ein Standard-Spiele-Controller für Mobile Games, quasi für Smartphones. Das funktioniert mit jedem Controller. Hauptsache, man kann da ein Smartphone anbringen. Man braucht den Controller aber selbst nicht. Das Spiel würde auch nur mit dem Handy gehen. Mit dem Controller ist es aber doch immer noch mal ein bisschen schöner quasi. Und da gibt es Standard-Apps für Android und für iPad? Ja, genau, richtig. Wir haben für iPhone? Genau, wir haben beide, also sowohl Google als auch Apple können wir bedienen. Und das ist gar kein Problem. Das ist jetzt eine Standard-App, die kann man runterladen, die kostet Geld oder wie läuft das? Die App ist jetzt tatsächlich Free-to-Play, das heißt, man muss ja gar nichts für zahlen. Das ist jetzt... Der Spielbereich muss ein bisschen größer sein. Genau. Diese App. Das heißt, wir haben hier die Spielzone vorgegeben, jetzt mit den beiden Begrenzungslinien. Und dann fahren wir hier mit diesem ferngesteuerten Fahrzeug. Genau, und jetzt sieht man hier schon die virtuellen Objekte quasi im Bild, die es eigentlich gar nicht gibt. Und wenn wir jetzt da drüber fahren, dann sammeln wir die ein. Also Evgeny, fahren wir mal drüber. Genau, jetzt geht's los. Zack. Genau, jetzt haben wir es eingesammelt, dann kriegen wir dafür Punkte. Das war schon so schnell. Wir verlieren jetzt aber auch nebenbei Benzin. Und das Spielprinzip ist quasi so viele Punkte wie möglich einzusammeln. Und rechtzeitig sammeln, damit ich wieder nachtanken kann. Genau, richtig. Ich muss dann wieder auftanken und so weiter. Hat man quasi ein sehr bekanntes Spielzeug, um eine digitale Komponente erweitert. Man muss auch ein guter Pilot sein. Genau, man muss geschickt sein im Umgang mit denen. Ansonsten kriegt man die Bonbons nicht. So, aber jetzt, zack.
Und diese App jetzt in dem Fall ist jetzt eine Free-to-Play-App, aber Sie entwickeln auch für Fahrzeugmodellhersteller oder ganz normal für die Industrie. Ja, genau. Also das, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist ein Spielzeug von Revell. Das heißt, es ist ein Kooperationsprojekt. Und die Kunden kaufen das Produkt ganz normal im Laden und haben dann Zugriff zu der App. Ja. Gut, dann bedanke ich mich beim Toni Nitschke für die Informationen hier bei Augmented Robotic aus Berlin. Und es hat Spaß gemacht, dass ich mir das mal anschauen kann. Ich sage Servus, bis demnächst. Vielen lieben Dank. Bis dann.